Good morning, meine lieben Zuschauer, zum hier im Süden schönen sonnigen Donnerstag. Ich grüße euch ganz herzlich, Chris Kamera on Air, und wir wollen im JFD-Devisenradar heute wieder zwei Majors unter die Lupe nehmen. Euro gegen Dollar, immer wieder ein Thema. Gold ebenso interessant in Lauerstellung und die Frage eben hier ein bisschen spitzzüngig, gar keine Frage, aber hier vielleicht vor dem nächsten Ausverkauf definitiv einen Blick wert. Was für euch im Blick wert sein sollte, ganz klar, mit wem ihr handelt, ausführt. JFD hier klassisch mittlerweile als Bank am Start und für euch hier im Multi-Asset-Bereich unterwegs, kostenfreier Aktienhandel und natürlich der direkte Zugang zum Interbankenmarkt und diversen Krypto. Vehikeln, hätte ich fast schon gesagt. Findet ihr alles auf unserer Website, und überdies nochmal der Tipp an der Stelle. Wir haben hier ja im Research- und Webinarbereich auch Live-Events, und da findet zum Beispiel heute Abend 20 Uhr der Live-Event mit einem unserer Partner statt, und da geht es direkt hier um Live-Trading des US-Marktes. 20 Uhr, schaut's da rein, definitiv spannend. Was spannend ist, und vielleicht diskutieren wir das auch heute Abend nochmal live, sind eben auch hier neben Indexmärkten wie Dow Jones und Co. natürlich für mich speziell hier Währungsmärkte, wo ich Gold dazu zähle als älteste Währung der Welt. Und fangen wir mit dem Euro-Dollar an. Wir sehen hier den schematischen Verlauf der letzten Monate, oder gehen wir mal hier aufs letzte Jahr zurück. Da haben wir im Prinzip hier die Situation, dass es sehr viele Seitwärtsphasen gibt, die Volatilität massiv rückläufig. Solche niedrigen Volatilitäten gab es schon fast seit Anbeginn der Retail-Forex-Zeit, also seit den 2000ern nicht. Also wir haben hier wirklich eine enorme Enge der Schwankungsintensität bei diversen Währungen, insbesondere aber beim Euro-Dollar, dem Major-Pair schlechthin, was ja auch den größten Umsatz ausmacht. Und wir sehen aber dennoch trotz großer Seitwärtsphasen immer wieder neue Reaktionstiefs. Und zuletzt hier der Fahrplan, dass wir hier von diesem Support-Level um 1,1140, 50 ausgehend nochmal eine Erholung starten. Sie hier diesen blau gestrichelten Pfeil. Und jetzt seht ihr natürlich auch deswegen auch die Ideologie des Ausverkaufs. Ich rechne damit, dass wenn wir hier insbesondere das Tief vom 26. April unterschreiten, ein Low bei 1,1110, dass wir dann hier weiter nach unten abdriften. Und gerade das große Bild zum Euro-US-Dollar hatte ich auch in früheren Analysen gezeigt, dass hier natürlich das Big Picture auch in einem übergeordneten Abwärtstrendkanal sozusagen sich hier darstellen lässt, und insofern Euro US-Dollar hier prozyklisch weitere Tiefs generieren sollte. Das spricht, gerade wenn wir neue Mehrjahrestiefs machen, da müssen wir uns mal wirklich ordentlich rausscrollen, also hier unter die Tiefs vom Juni 2017 deutlicher fallen, ja, oder hier Mai auch speziell, dann ist hier durchaus ein weiterer Rücklauf zu erwarten, der dann hier in Richtung 1,09, 1,085 führen dürfte, mittel- bis langfristig. Interessant hierbei, dass es natürlich auf Short-Positionen positive Swaps gibt, also Zinsgutschriften, weil hier die zinsschwache Währung Euro gegenüber dem Dollar sozusagen auf der Short-Seite gespielt wird, also mit fallenden Preisen, und man sozusagen hier eben diese Währung auch entsprechend negativ sieht, und das gibt auch dann Zinsgutschriften pro Nacht. Das ist sehr spannend. Insofern auch hier bin ich ja schon seit einiger Zeit investiert und sitzt das in Anführungszeichen auch gerne aus, wenn Euro-US-Dollar hier länger braucht. De facto aber sehen wir hier eben auch wieder mal so eine Seitwärtsphase, und idealerweise, das ist der Punkt jetzt an der Stelle, sollten wir nicht über das Hoch kurzfristig gesehen vom 1. Mai gehen, 1,1265 rund. Da sehen wir hier diesen Spike dieser Kerze vom Monatsauftakt. Hier haben wir auch gleichzeitig den Widerstandsbereich, jetzt mittlerweile frühe Unterstützung bei 1,1260, 70 rund. Aber dieses Level sollten wir hier keinesfalls unterschreiten. Also, wenn es neue Verlaufstiefs gibt, dann könnte Euro-US-Dollar vor einem nächsten Abwärtsdrive stehen. Allerdings bedenkt, ihr seht immer wieder diese Comebacks, dass hier ganz klar, wenn es neue Tiefs gibt, auch immer wieder einen Rücklauf gibt, ein zähes Seitwärtsgeschiebe, und dann praktisch erst wieder die nächste Welle nach unten folgt. Da muss man ein Stück weit Zeit mitbringen, weil eben die Schwankungsintensität sehr zäh ist und Euro-US-Dollar hier für gewisse Trendbewegungen immer wieder einen Schwung braucht, also eine Lauerstellung allerdings in der Art. Also vielleicht gibt es sogar nochmal die Chance, dass er hier nach oben läuft in Richtung 1,1260, dann aber früher oder später sicherlich das neue Tief sehr wahrscheinlich. So, Euro-Dollar an der Stelle. Was ist natürlich hier Fakt? Klar ist, und Gold sieht jetzt nicht ganz so bärisch aus wie wie Euro-US-Dollar, aber Gold hat natürlich hier mit dem Dollar zu tun, wird auch hier in Gold sei schon in Dollar gehandelt. XAU US-Dollar, das Währungssymbol am Interbankenmarkt. Und hier auch eine Einschätzung zum Goldpreis der letzten Zeit.
Wir haben hier ein Widerstandslevel bei 1.288 Dollar je Unze etwa. Wir haben gestern schon ein Spucken des Preises drüber gesehen. Auch im Gold bin ich selber mittlerweile short engagiert. Wir sollten hier aber nicht zu deutlich über die 1.288 gehen, gerade auch nicht per Tagesschluss. Das wurde gestern bestätigt mit dieser schönen Umkehrkerze. Und heute sehen wir zwar leichte Erholung, tendenziell der Freitag auch ein bullischer Handelstag für Gold, also morgen theoretisch auch statistisch steigende Preise. Aber gerade wenn wir per Tagesschluss unterhalb von 1.288 bleiben, ist Gold interessant für weitere neue Tiefs und auch hier ähnlich wie beim Euro-US-Dollar, wobei hier das Tief am 2.5. gemacht wurde. Wenn wir hier speziell auch so ein kleiner Doppelboden mit 23.4. und 2.5. seht ihr hier diese Preistiefs, insbesondere wenn wir unter 1.266 abrutschen, dann ist es relativ wahrscheinlich, nichts ist gewiss am Finanzmarkt, aber dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir hier einen Rücklauf in Richtung 1.235, 1.230 sehen können. Und da ich ja, wie gesagt, eine Stärke beim Dollar weiter erwartet, dürfte das eben auch Gold schwächen. Auch wenn es technisch besser aussieht, rein, sage ich mal, charttechnisch strukturell aufgezogen, aber mit diesem Trendlinienbruch, auch diesen neuen Reaktionstiefs, die wir hier gesehen haben, eben im Verlauf des Mais und jetzt eben zu Beginn des laufenden Handelsmonats, sieht das für mich einfach nicht gut aus. Und prozyklisch sollte der Goldpreis, auch wenn er hier nochmal hochgeht, ein Stück weit in Kürze fallen. Also, auch Gold bleibt interessant. Ich bin hier eher bärisch gestimmt, das ist mein Statement. Wir werden sehen, was der Markt uns beschert. De facto muss man am Ende des Tages dann immer die Reißleine ziehen, wenn man schief liegt. Das hatten wir auch unlängst bei einem Trade zum Euro gegenüber der türkischen Lira, was auch sehr interessant ist. Das covern wir übrigens engmaschig auch hier im Guidance-Stream meinerseits. Mal mehr, mal weniger Kommentare. Hier seid ihr gerne aufgerufen, euch zu beteiligen. Ich sage an der Stelle auf jeden Fall, wenn ihr wollt, bis heute Abend hören wir uns wieder. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten Happy Trading an der Stelle und dann hören wir uns spätestens morgen 9.30 Uhr wieder. Euer Chris Kämmerer, auf bald, beste Grüße, Happy Trading. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer den Daumen hoch. Freut mich, freut uns. In diesem Sinne, auf bald.